Hallo Leute, heute werde ich euch wieder ein spannendes Video zu einem Small Cap Unternehmen präsentieren. Außerdem gibt es wieder ein Depot-Update und wer weiß, vielleicht knacke ich in diesem Video die plus 100.000 Euro Grenze. Im Depot gibt es außerdem 2 Neuaufnahmen und bei einem Wert wurde aufgestockt. Also, es wird spannend, bleibt dran. Ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Also, lasst uns loslegen. Die Alithya Group ist ein führendes Unternehmen in der IT-Branche, das sich auf die Bereitstellung hochwertiger Lösungen für eine Vielzahl von Branchen spezialisiert hat. Was macht das Unternehmen nun zu einem wirtschaftlichen Schwergewicht? Alithya bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter IT-Beratung, digitale Transformation, Anwendungsentwicklungen und vieles mehr. Diese Vielfalt ermöglicht es diesem Unternehmen, eine breite Kundenbasis zu bedienen und gleichzeitig spezialisierte Lösungen für spezifische Branchen anzubieten. Ein Bereich, in dem dieses Unternehmen wirklich glänzt, ist die künstliche Intelligenz, wodurch ich auf dieses Unternehmen gestoßen bin. Mit einem engagierten Team von Experten und fortschrittlichen Technologien hilft dieses Unternehmen dabei, anderen Unternehmen die Macht der KI nutzbar zu machen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und neue Möglichkeiten für diese zu erschließen. Durch diesen Fokus auf KI bekam dieses Unternehmen einen kleinen Wettbewerbsvorteil und befindet sich mitunter an der Spitze dieser Branche. Lasst uns einen Blick in die Zahlen werfen. Man erkennt, dass das Unternehmen negative Gewinn hat, was bedeutet, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht ein ausschlaggebender Parameter sein wird. Darum sehen wir uns das Kurs-Umsatz-Verhältnis an, was aktuell bei 0,4 liegt. Was bedeutet, dass das Unternehmen, obwohl es aktuell noch keinen Gewinn macht, eigentlich ganz gut unterwegs ist. Gerade wenn man auch die Wachstumsraten dieses Unternehmens betrachtet. Im nächsten Schritt sehen wir uns den Fair Value an. Der Fair Value bei diesem Unternehmen wird mit der Discounted Cashflow Methode berechnet und liegt 60% unter dem fairen Wert. Was bedeutet, das Unternehmen ist aktuell in etwa mit 2 kanadischen Dollar bepreist und hat einen fairen Value von knapp $5. Betrachten wir im nächsten Schritt die Peer Group zum Unternehmen Alithya. In diesem Fall sehen wir, dass auch hier das Unternehmen gut unterwegs ist und weit unterhalb des Peer Average von 3,2 liegt. Einen weiteren Faktor, den wir uns ansehen können, ist das Price-to-Sales-Ratio. In diesem Zusammenhang sieht man auch sofort, dass das Unternehmen ganz gut bewertet ist. Da das Unternehmen mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 weit unterhalb den fairen 0,8 liegt, sehen wir uns im nächsten Schritt das zukünftige Gewinnwachstum sowie das Umsatzwachstum an. Man erkennt, prognostiziert ist, dass kein signifikantes Umsatzwachstum hinzukommt, was nicht ideal ist, aber man sieht dennoch, dass das Unternehmen ab nächsten Jahr profitabel werden soll, was durchaus einen positiven Effekt haben sollte. Grundsätzlich soll hierbei erwähnt werden, dass dieses Unternehmen aufgrund der KI-Fantasie ins Depot wandert, was bedeutet, dass die Kennzahlen mehr oder weniger nur eine sekundäre Rolle haben auf die Kursentwicklung. Oder besser gesagt, wenn der Hype stimmt, sind die Zahlen egal. Betrachtet man jetzt die Wachstumsrate, dann sind die jährlichen Wachstumsraten mit 117% außerordentlich, was natürlich die Kennzahlen auch anders bewerten lässt. Darum sind Kennzahlen, die vielleicht bei einer Firma wie Coca-Cola schlecht wären, hier noch angebracht. Sehen wir kurz in die Vergangenheit. Wir erkennen sofort, dass der Umsatz seit Beginn des Unternehmens stetig und kontinuierlich stark steigt, was ein gutes Zeichen ist. Die Gewinnentwicklung ist dementsprechend wackelig, was aber noch nichts aussagt, gerade bei einem Unternehmen in diesem Bereich. Wenn das Unternehmen tatsächlich ab nächsten Jahr profitabel wird, wird es ein ganz interessanter Hingucker werden.
Wenn wir schon in der Vergangenheit sind, sehen wir uns noch die Verbindlichkeiten an. Man erkennt, dass die kurzlaufenden Verbindlichkeiten nicht gedeckt sind durch die Assets. Die langlaufenden Verbindlichkeiten sind hingegen mehr als ausreichend gedeckt. Dividenden, das wird euch auch schon klar sein, wird es keine geben bei negativen Gewinn bzw. solchen Wachstumsraten. Ein weiterer wesentlicher Grund, warum ich das Unternehmen sehr interessant finde, ist, dass gerade Insider, also Personen in höheren Positionen, in den letzten 12 Monaten erhebliche Zukäufe getätigt haben und nur minimale Abverkäufe stattfanden, was durchaus zeigt, dass diese Personen Potenzial in diesem Unternehmen sehen. Ich finde, das ist generell der Haupttenor, warum dieses Unternehmen in mein Depot gewandert ist. Es spielt mit der Fantasie KI. Darüber hinaus sind die Zahlen bzw. die Wachstumsraten wirklich schön anzusehen. Auf der anderen Seite wäre natürlich ein positiver Cashflow sowie ein Gewinn wunderbar. Aber man kann eben nicht alles haben. Ich denke, getrieben durch den KI-Hype wird sich das Unternehmen gut entwickeln können auf die Sicht von den nächsten paar Quartalen. Ich habe jedoch dieses Unternehmen mit einem sehr engen Stop versetzt. Also, sehen wir uns das Depot an. Dieses Mal habe ich die Werte nach der Positionsgröße geordnet. Man erkennt, dass AMD ein wunderbarer Glücksgriff war, der mit bereits 70% plus im Buch steht. Amazon, Apple und Alphabet entwickeln sich solide dahinter nach. Und Cybersecurity Palo Alto Network ist absolut auf der Überholspur. Aktuell kann man kaum etwas falsch machen in dem Bereich. Bei BYD habe ich etwas aufgestockt, da ich nach wie vor an BYD glaube und diese Position bei mir im Depot ohne der Aufstockung mittlerweile fast 20% im Minus war. Damit habe ich den Einstiegspreis etwas nach unten korrigiert, habe aber dennoch eine Schmerzgrenze jetzt festgelegt. Wenn diese unterschritten wird, dann habe ich eben ins Klo gegriffen. Passiert. Was mir zumindest zeigt, dass meine übergeordnete Theorie, KI und Firmen, die in diesem Bereich essentiell investieren bzw. darauf setzen, aktuell aufgeht. Ganz anders sieht es beim Unternehmen Pan-African Resources aus. Darüber habe ich übrigens auch ein Video gemacht. Das ist hier oben rechts verlinkt. Dieses ist etwas zur Absicherung oder mehr oder weniger spielt die Goldfantasie, die aktuell auch aufflammt. Es entwickelt sich mittlerweile auch unglaublich gut und ist mit 18% solide im Plus. Das gerade vorgestellte Unternehmen Alytia Group ist bereits 10% vorne. Wobei ich sagen muss, dass ich dieses Unternehmen mit einem sehr engen Stop versehen habe, da es doch relativ spekulativ ist. AC Networks, auch ein Small Cap, das die KI-Fantasie spielt, läuft solide nach oben. Auch hierfür habe ich ein Video erstellt. Und jetzt zu meinen 2 Neuaufnahmen im Depot. Beides China-Werte. Warum China-Werte? Weil ich denke, dass China aktuell ein Rebound-Potenzial hat. Wobei man auch dazu sagen muss, wer China gekauft hat bis jetzt, ist im Endeffekt verdroschen worden. Was jedem mehr oder weniger selbst überlassen ist, ob er die Gefahr eingehen will. Grundsätzlich ist es so, der erste Wert Pinduoduo ist ein E-Commerce-Unternehmen genauso wie JD.com und beide Unternehmen sind mit sehr engen Stop bei mir versehen. Auch der nächste Wert, der ETF auf den Emerging Markets, ist etwas aufgestockt worden. Roku und Palantir wurden gleich belassen und es wird abgewartet, wie sie sich entwickeln. Nach unten ist der Stopp hier auch relativ eng gesetzt, aber es ist mittlerweile nur mehr eine Restposition, die läuft, wie ihr wisst. Gut, was bedeutet das jetzt im Überblick? Im Überblick bedeutet das, dass das Unternehmen... Gut, was bedeutet das im Überblick? Im Überblick bedeutet das, dass das Depot einen aktuellen Wert von 506.000 € in etwa aufweist.
und eine Gesamtentwicklung von knapp 20% Gewinn. In Zahlen bedeutet das, dass die Gesamtentwicklung absolut 95.000 Euro in etwa gewesen ist. Davon wurden 11.700 Euro realisiert und 84.000 Euro sind aktuell noch Buchwerte. Das Depot umfasst 16 verschiedene Wertpapiere, die gerade ja vorgestellt wurden, und das Geldkonto ist auf 90.000 Euro in etwa geschrumpft, was zu einem Gesamtwert von knapp 600.000 Euro führt. Ich kann mich nur wiederholen, die Entwicklung, die dieses Depot in den letzten 3 Monaten genommen hat, ist beispiellos und nicht unbedingt repräsentativ. Also denkt nicht, dass das immer so weiterlaufen wird. Und für all jene, die bis jetzt drangeblieben sind, würde ich mir wünschen, abonniert meinen Kanal, klickt die Glocke, schreibt einen Kommentar. Ihr würdet mir sehr dabei helfen, weiter solche Werte für euch zu finden, beziehungsweise meine Investmentreise für euch zu dokumentieren.